Hallo Leute, ich hätte ja niemals damit gerechnet, dass gerade dieses Produkt mich endlich dazu bringen würde, ein Video zum Thema Intimpflege zu machen und einen Blogpost zu verfassen. Aber leider ist es so, dass es gerade in diesem Bereich kaum repräsentative Studien gibt, was natürlich sehr, sehr schade ist, denn der Markt ist wirklich riesig und das nicht nur in Bezug auf den stationären Handel, sondern auch in Bezug auf den Onlinehandel, denn da kommen gefühlt jeden Monat irgendwelche neuen, innovativen Produkte für Menschen mit Vulva raus, die total hilfreich sein sollen. Das finde ich natürlich sehr, sehr schwierig und auch fragwürdig. Deshalb dachte ich, wir sprechen heute so ein bisschen über die Empfehlungen von Menschen, die sich tagtäglich mit dem Intimbereich von Menschen beschäftigen, und zwar Gynäkologen und Gynäkologinnen. Nur eine kleine Anmerkung meinerseits. In diesem Video werden die Begriffe Vulva und Vagina natürlich relativ oft fallen, denn wir müssen ja wissen, worüber wir sprechen. Und falls ihr, warum auch immer, Probleme damit haben solltet, dann wird dieses Video nichts für euch sein. Trotzdem möchte ich euch dazu ermutigen, dieses Video zu schauen, und zitiere hier auch sehr, sehr gern Dr. Jen Gunter, die gesagt hat, noch nie hat eine Frau davon profitiert, nichts über ihren Körper zu wissen. Im Gegenteil. Der Begriff Vagina wird im Sprachgebrauch fälschlicherweise für den kompletten Genitaltrakt genutzt, und wenn ich ehrlich sein soll, vor ein paar Jahren habe ich das auch noch nicht gewusst, dass Vulva und Vagina zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ich finde es einfach so wichtig, sich mit dem eigenen Körper und dessen Funktionen auseinanderzusetzen, denn davon kann man tatsächlich nur profitieren. Und wenn ihr wissen möchtet, was die Vulva ist, dann nehmt jetzt eure Hand und streicht damit über euren Intimbereich, und dann könnt ihr eure Vulva schon ertasten. Da gehören natürlich auch noch die Schamlippen und die Schleimhäute dazu, und die Vagina ist eigentlich nur der Teil, der die inneren Bereiche mit der Vulva verbindet. Und was die Intimpflege angeht, werde ich mich ausschließlich auf die vulväre Haut beziehen, also auf die Vulva, denn eins vorweg, lasst bitte die Finger von irgendwelchen Do-it-yourself-Vaginalduschen, Dampfbädern oder Yoni-Eiern, denn diese Praktiken sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht unbedingt empfehlenswert. Ich finde vor allem Letzteres sehr, sehr fragwürdig und dachte eher, dass das aus der Gwyneth Paltrow-Sparte kommt. Trotzdem bekommt man diese Yoni-Eier mittlerweile in Deutschland, und denen werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, für die es keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Man soll sich diese Steine vaginal einführen, und die sollen dann den Hormonhaushalt regulieren und das Sexleben verbessern, und das ohne jegliche wissenschaftliche Evidenz, was ich natürlich sehr, sehr fragwürdig finde. Wenn ihr irgendwelche Probleme in eurem Vaginalbereich haben solltet oder in eurem Intimbereich, dann geht bitte zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin. Diese Menschen können euch dahingehend besser helfen, als wenn ihr euch irgendwelche Steine einführt, die eben auch von Gynäkologen und Gynäkologinnen sehr kritisch beäugt werden, weil Stein natürlicherweise porös ist und das dazu führen kann, dass man Mikroverletzungen im Vaginalbereich erleidet und dadurch Infektionen schneller entstehen können. Und Steine sind aufgrund ihrer Porosität auch eine wunderbare Brutstätte für Keime, und es ist durchaus sehr, sehr schwierig, diese Steine steril zu bekommen, wenn man sie sich das nächste Mal einführt. Okay, da wir uns jetzt darauf geeinigt haben, dass Intimpflegeprodukte im vaginalen Bereich nichts verloren haben, können wir natürlich darüber sprechen, wie es mit der vulvären Haut aussieht. Aber um festzustellen, ob ein Produkt gut dafür geeignet ist, müssen wir natürlich auch darüber reden, wie sich die vulväre Haut von anderen Hautarealen unterscheidet. Die Haut der Vulva ist besser durchfeuchtet, aber sie besitzt eine geringere Barriereschutzfunktion, was auch darin resultiert, dass sie natürlich anfälliger für Irritationen durch bestimmte Stoffe ist. Und der pH-Wert der Haut bewegt sich in einem Bereich zwischen 3,5 und 5,6, was auch altersabhängig ist. Und was besonders wichtig ist, die Besiedlung durch bestimmte Mikroorganismen ist sehr, sehr wichtig und sollte nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden, denn diese sorgt dafür, dass der Genitalbereich vor Infektionen geschützt ist. Gynäkologen und Gynäkologinnen sind sich einig, dass man den vulvären Bereich durchaus reinigen kann, wenn man das möchte, aber lasst bitte die Schleimhautregionen in Ruhe, denn diese ist besonders empfindlich. Deshalb haben da Intimpflegeprodukte
Produkte nichts verloren. Es reicht aus, das Ganze so ein bisschen mal mit Wasser auszuspülen, aber alles andere sollte da lieber nicht hinkommen. Denn wie gesagt, dieser Bereich ist sehr empfindlich und auch hier kommt es extrem darauf an, dass die Besiedlung durch bestimmte Mikroorganismen stattfindet und diese Flora sollte man einfach nicht aus dem Gleichgewicht bringen, da sie uns vor Infektionen schützen soll. Da die Haut drumherum natürlich auch in Kontakt mit Schweiß, Talg, Urin oder Periodenblut kommt, ist es natürlich sehr, sehr verständlich, dass man diesen Bereich auch mal reinigen möchte. Jedoch ist es sehr, sehr wichtig, auf die eigenen Gewohnheiten zu achten und welche Produkte man verwendet. Und dahingehend möchte ich euch jetzt ein paar Tipps geben. 4 Tipps für eine vulvafreundliche Reinigung. Tipp Nummer 1: Nur einmal täglich reinigen, denn wer zu oft reinigt, sorgt dafür, dass die Haut unnötig gereizt wird, die ja sowieso schon sehr empfindlich ist in diesem Bereich. Tipp Nummer 2: Nach Bedarf milde Reinigungsprodukte ohne jegliche Beduftung nutzen, die auf den pH-Wert der Haut angepasst sind und möglichst keine reizenden Tenside enthalten. Tipp Nummer 3: In diesem Zusammenhang auf Seife verzichten, da diese zu basisch ist und extrem reizende Tenside enthält. Tipp Nummer 4: Peelings, Deosprays und Parfums haben im Intimbereich nichts verloren. Übrigens finde ich genau deshalb die Intimwaschlotion von Yessa eher ungeeignet für den Intimbereich, weil sie einfach extrem parfümiert ist. Hier sind zwar keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten, es ist auch ein mildes Tensid drin und ein paar pflegende Inhaltsstoffe, aber die Beduftung ist einfach nur krass und ich finde sie auch von der Handhabung nicht so angenehm. Also das ist für mich ein Produkt, das ich nicht mehr im Intimbereich benutzen würde, auch wenn ich es nur einmal ausprobiert habe. Und ehrlich gesagt finde ich es auch sehr, sehr fragwürdig, dass viele Intimprodukte parfümiert sind oder ätherische Öle enthalten. Das hinterlässt bei mir einfach so ein gewisses Geschmäckle. Und zwar, dass Menschen mit Vulva nach Erdbeere, Mango, Minze, Schoko oder irgendeinem undefinierbaren Einhornduft untenrum riechen sollten. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr fragwürdig, wenn Marken versuchen, einem das zu suggerieren. Aber es ist dennoch ein Unterschied, ob ihr eine informierte Entscheidung trefft, also mit dem Wissen, was diese Beduftung im vulvären Bereich anstellen kann, also dass es schneller zu einer allergischen Reaktion oder einer Irritation führen kann und ihr das Produkt trotzdem kauft, weil ihr das einfach für euch selbst möchtet, oder ob ihr es kauft, weil ihr euch gesellschaftlich unter Druck gesetzt fühlt, untenrum nach Erdbeere oder Schoko zu riechen. Ein gutes Alternativprodukt zu der festen Waschlotion von Yessa wäre dieses hier. Es kommt komplett ohne Beduftung aus und ist mild formuliert, aber der pH-Wert ist im Vergleich zu dem Waschstück von Yessa höher, weil im Laufe des Alters sich auch der pH-Wert natürlicherweise erhöht. Pflegecremes und Lotionen sind im Intimbereich jetzt nicht unbedingt nötig, aber wenn ihr diese dennoch benutzen möchtet, achtet bitte darauf, dass sie möglichst mild und hautfreundlich formuliert sind. Zum Schluss des Videos möchte ich euch noch ein paar Extra-Tipps geben, über die ich mich persönlich als Teenagerin sehr, sehr gefreut hätte. Und zwar solltet ihr selbstverständlich Periodenprodukte verwenden, mit denen ihr euch wohlfühlt und mit denen ihr auch keine Schmerzen habt. Ich meine, es bringt gar nichts, Menstruationstassen zu benutzen, wenn man sich damit sehr, sehr unwohl fühlt oder sogar Schmerzen hat. Ich bin mittlerweile bei Periodenunterwäsche angelangt und bin sehr, sehr happy damit. Was Binden und Tampons angeht, würde ich euch dennoch empfehlen, darauf zu achten, dass diese ohne Parfum auskommen. Und wenn ihr im Intimbereich Haare entfernen möchtet, müsst ihr natürlich nicht, ist es empfehlenswert, einen Trimmer zu benutzen, weil es dadurch seltener zu Verletzungen und eventuellen Infektionen kommt. Und ihr könnt natürlich auch versuchen, mal ohne Unterwäsche zu schlafen. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr angenehm und versuche das auch regelmäßig zu praktizieren, weil wir den ganzen Tag lang Unterhosen anhaben, die auch im Intimbereich reiben können. Und da ist es einfach mal sehr, sehr schön, eine gewisse Dauer keine Unterhose anzuhaben. Mal davon abgesehen, dass bestimmte Menschen auch Probleme mit den Färbemitteln in Textilien haben. Wenn wir schon mal bei Unterwäsche sind, achtet möglichst darauf, komfortable und atmungsaktive Unterwäsche zu tragen, zum Beispiel aus Baumwolle, damit sich die Hitze nicht so staut und auch Feuchtigkeit gut entweichen kann. Was das Waschen angeht, würde ich euch tatsächlich ein Waschmittel ohne Duft empfehlen, weil die meisten Menschen leider ihr Waschmittel überdosieren und darauf solltet ihr auch unbedingt achten, denn das führt einfach dazu, dass Waschmittelreste in den Fasern hängen bleiben und dessen Bestandteile natürlich die Haut reizen können, vor allem im empfindlichen Intimbereich. Auch beduftetes und eingefärbtes Toilettenpapier
Toilettenpapier kann sich negativ auf euren Intimbereich auswirken, denn die meisten benutzen ja dieses Toilettenpapier in ihrer Schleimhautregion. Und wie ich bereits erwähnt habe, ist vor allem diese Schleimhautregion extrem empfindlich. Deshalb kann es einfach auch dazu führen, dass man von seinem Waschmittel oder von irgendwelchen Intimpflegetüchern allergische Reaktionen oder Irritationen erleidet. Und zu guter Letzt der wichtigste Punkt an der ganzen Sache: Wenn ihr euch untenrum unwohl fühlen solltet, Trockenheit, Juckreiz, Schmerzen oder Brennen eure täglichen Begleiter sind, sucht bitte eine gynäkologische Praxis auf. Gebt nicht haufenweise Geld für irgendwelche Produkte aus, die euch sonst was versprechen, aber euer Problem sogar noch schlimmer machen könnten. Vertraut mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe schon genug persönliche schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das ist absolut keine gute Idee. Geht bitte zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen und lasst euch medizinisch beraten und untersuchen und lasst euch helfen von diesen Menschen, die sich gut damit auskennen. Man kann nicht alles selbst behandeln, und wenn ihr euch nicht um euch selbst kümmert und um eure Gesundheit, wer soll es dann bitte sonst machen?